Mein Name ist Stefan Semencic und ich bin Bergmann da bei den Salinen Austria. Die Salinen Austria betreibt auf mehreren Standorten Bergbau. Das heißt, wir bauen Salz ab. In Aldersee und in Hallstatt bauen wir es unter Tage ab. Und in Bad Ischl bauen wir das Salz obertägig ab. An unseren Bergbaustandorten produzieren wir im Jahr ca. 1,2 Millionen Tonnen Salz. Da in Aldersee ist das Grubengebäude ca. 24 Kilometer, die jetzt noch begehbar sind. Hallstatt ist einer der ältesten Bergbaue der Welt. In Aldersee bauen wir jetzt aktiv 875 Jahre ab. Das Besondere bei uns da ist, dass eigentlich der Salzabbau sehr mit der Region verwurzelt ist. Die meisten unserer Arbeiter und Angestellten sind Leute von da und sind eigentlich tief verbunden mit dem Betrieb. Seit ca. 10 Jahren betreue ich alles zum Thema Absturzsicherung, sprich Industriekettereien, die ganze Überprüfung von der BSA. Wir haben bei uns in den Bergbaustandarten ca. 1000 Artikel, die jährlich zum Prüfen sind, und ich mache auch die ganze Ausbildung seiltechnisch bei unseren Grubenwehren. Die Grubenwehr bildet sich eigentlich aus Bergleuten, die einfach eine gute Ausbildung haben, sprich im Bereich Sanität oder Feuerwehr bzw. auch die von der Bergrettung. Das sind alle Atemschutzträger und können jederzeit österreichweit bei Grubenunglücken eingezogen werden. Wir sind dann verantwortlich bei Grubenbränden. Wenn wir eine abgestürzte Person haben, dann müssen wir das auch bewältigen können. Wenn ein Stollen zusammenbricht, müssen wir das bewältigen können. Wenn wir einen Wassereinbruch haben, müssen wir das alles bewältigen können. Gut, hören wir es an. Übungsszenario heute, wir haben Mathewette im Schuh von der verletzten Person, die wir da jetzt aufziehen müssen. Wir werden die Arbeit einfach aufteilen. Der Alex und ich werden da einen Standplatz herrichten, der Franz und der Sascha bitte gleich die Trog herrichten, fix fertig, damit wir den Verletzten so schnell wie möglich aufbringen. Alles klar soweit? So passt, gehen wir es an. Die Rettungsübungen sind verankert in den Grundsätzen der Grubenwehr. Das heißt, alle paar Monate hat jedes Grubenwehrmitglied über das Jahr verteilt Übungen zu verschiedenen Themen, sei es jetzt direkt Atemschutz, Gasmessungen, Seiltechnikübungen, und einmal im Jahr findet eine große Hauptübung statt, wo alle österreichischen Grubenwehren teilnehmen, und da werden wir dann ca. mit 80 Leuten eine Riesenübung veranstalten. Ein Einsatz unter Tage macht besonders, es ist um einiges herausfordernder, es ist immer finster, meistens kalt und nass. Ganz schwierig ist ja die Kommunikation nach Obertage natürlich, weil Handy geht herinnen kaum. Wir haben ein paar WLAN-Points, wo es zum Telefonieren ist. Sonst muss man einfach wissen, wo die Telefone sind. Es sind manchmal weite Wege. Wenn man Nachschub braucht, ist das extremst schwierig, auf kurzer Strecke das zu organisieren. Was macht es noch besonders? Die Enge natürlich. Du hast da herinnen kaum Platz, und die Herausforderung vom Abtransport. Wenn man keine Lok zur Verfügung hat, mit der man wen ausliefern kann, dann wird der einfach teilweise muss der dann kilometerweit getragen werden durch die engen Gänge. Das größte Problem ist sicher die medizinische Versorgung, wo wir dann herinnen eigentlich entscheiden müssen, wann was passiert. Patient zum Arzt oder Arzt zum Patient. Man muss rechnen, man braucht mindestens 1 Stunde bis 2 Stunden, bis man die verletzte Person draußen hat. Ich glaube, die wichtigsten Eigenschaften da herinnen sind einmal die Kameradschaft herinnen. Also alleine geht da herinnen gar nichts. Und man muss aushalten auch, dass man wirklich Tag für Tag da im finsteren Loch herunten wird. Gegen die Dunkelheit unter Tage hilft nur eins, das ist eine Lampe. Und die Lampe muss irgendwo montiert sein, und da braucht man einen Helm dazu. Das Feuersalz brennt sicher noch, weil es ist mein Arbeitsplatz und ich mache es gern, und ich glaube, dass ich es auch gut mache. Die Faszination verliert es natürlich ein bisschen, weil man die Orte dann kennt mittlerweile. Aber andererseits findet man immer wieder neue Sachen. Nachdem das Grubengebäude bei uns doch ziemlich groß ist und weitläufig ist, gibt es ja jetzt nach 15 Jahren Orte, wo ich noch nie war. Und ich hoffe, dass wir das in den nächsten 15 Jahren noch alles sehen werden. Definitiv über meinen Traumberuf aus, ja.